Tagtäglich wird präsentiert von Guido Coiffeur. Neu und exklusiv mit Louis Philippe Private Haircare inspired by nature. Wir wünschen Ihnen ein gesundes und ein glückliches neues Jahr. Die zentrale Frage am ersten Tag 2018: Wie wird's dann das neue Jahr? Wir wissen es jetzt schon, allerdings nur aus astrologischer Sicht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen AstroTalk mit dem Jahreshoroskop 2018. In dieser Sendung erfahren Sie auch Prognosen für die No Billag-Abstimmung, ob in diesem Jahr eine Bundesrätin oder ein Bundesrat zurücktritt und ob die Ehe zwischen dem Harry und der Meghan über einen glücklichen Stern steht. Sie hat wochenlang recherchiert und berechnet und sie stillt jetzt unseren Wunderfitz. Herzlich willkommen, Sternefee Monica Kissling. Zuerst eine allgemeine Konstellation, wie das Jahr wird. Der Steinbock ist 2018 dominant, sagst du. Er hat Hörner und er hat einen harten Grind. Pfeift unser alpines Klima am Tor 2018? Ja, es gibt 2018 von den Sternen so ein bisschen das Sparprogramm verordnet. Steinbock ist ja das Zeichen von der Reduktion, von der Konzentration aufs Wesentliche auch. Also es gibt wirklich jetzt dieses Jahr einen spürbaren Stimmungswechsel. Im Positiven kann man sagen, wird man realistischer, pragmatischer, nachhaltiger. Es geht auch alles ein bisschen länger. Also ich würde sagen, es ist das Jahr der kleinen Schritte, der nachhaltigen Schritte hoffentlich auch. Aber es heisst eben auch, es gibt keine Extrawürste mehr, man muss überall ein bisschen schauen, also es wird abgebaut generell, man kann vielleicht auch selber schauen, auf was kann man verzichten, was braucht man alles nicht mehr. Also die Alpenkräuter werden relativ knapp und die Steinböcke gehen mit aufeinander los, oder? Ja, genau. Und dann natürlich auch ein wichtiges Thema jetzt, es sind viel mehr weibliche Kräfte jetzt gegenüber dem 2017 und das heisst natürlich auch Frauenthemen, Frauenanliegen, das kommt also noch stärker in den Fokus, die ganzen Diskussionen auch um sexuelle Belästigung, aber auch um Frauenrecht, Gleichberechtigung, vielleicht auch Quotenthemen. Frauenkrieg, das geht weiter. Das geht sogar extrem weiter, vor allem im ersten Halbjahr. Das leitet also noch zu. Wir werden wahrscheinlich noch viel mehr so Geschichten sehen und hören. Und ich denke aber auch im Positiven werden einfach die Anliegen der Frauen kriegen mehr Gehör. Frauen können sich auch bessere Stimmen verschaffen in der Gesellschaft. Ja, und jetzt natürlich die Frage, die Liebe? Ja, die Liebe. Also eben neben den eher nüchternen Sternen, die wir hier vom Steinbock haben, darf man sagen, die 6 Sterne, die treiben es recht bunt in diesem Jahr. Also der Jupiter ist im Skorpion, das steht für exzessive, vielleicht auch so ein bisschen überbordende Sexualität. Das kann natürlich im positiven Fall Höhenflüge bringen oder schon eingeschlafene Beziehungen so ein bisschen wiederbeleben. Es können aber auch die Schattenseiten vielleicht noch ein bisschen zum Tragen kommen, also sexuelle Ausschweifungen oder Sexsucht oder so, wo kann das Thema sein. Und dann natürlich auch so ein bisschen der Kombi, wo wir auch schon gesehen haben, Sex und Macht. Also wir werden möglicherweise auch noch mehr Sexskandal, nicht nur im Bundesrat, sondern auch sonst in Regierungen oder in Unternehmen sehen. Also das ist ein spannendes Thema. Aber ich sage jetzt, für die Liebesbeziehungen selber ist das sicher eine abenteuerliche, spannende Konstellation, die dann im Herbst übrigens aber auch noch zu einigen Beziehungsturbulenzen führen könnte. Wir sind gespannt und offenbar haben wir auch einiges zu berichten das Jahr. Für jedes Sternzeichen, meine Damen und Herren, jetzt die Prognose. Das Jahreshoroskop 2018. Sie warten natürlich sehnlichst drauf. 5 Sternzeichen mit guten, hervorragenden Konstellationen 2018. Es geht los. Die Jungfrau. Titel: Erfolg im Beruf, Glück in der Liebe, es läuft einfach rund. Gut, also ja, ich finde, auch die Jungfrau ist so eine oder wirklich so die Gewinnerin von 2018 und zwar eben Beruf und Liebe. Da fällt jetzt wirklich ihr auch so ein Stein vom Herzen. Also alles, was bis jetzt noch geklemmt hat und Widerstand war, das fällt weg und die Jungfrau kann jetzt wirklich zulegen, auch ihr Beziehungsnetz nutzen, wird gefördert. Ja, auch finanziell ist das recht eine günstige Situation.
Situation. Und eben auch die Liebessterne, die schütten schon im Januar so das Füllhorn aus und das geht dann so weiter, vor allem eben auch im Herbst, wo so ein richtig intensiv romantischen und auch leidenschaftlichen Liebesherbst eigentlich wird für die Jungfrauen. Jungfrauen, 365 Tage blauer Himmel. Sehr gut geht es auch im Fisch. Und da ist der passende Titel «Gut im Fluss». Genau. Und der Fisch ist ja so ein bisschen das Zeichen vom Flow, vom Fliessen. Also die lassen sich ja gerne treiben, tun nicht gerne planen. Und das hat jetzt in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert. Aber jetzt, im 2018, können sie wieder einfach so im Vertrauen sein und so ein bisschen die Sachen auf sich zukommen lassen, sind oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das läuft einfach gut. Und Fische sind ja auch sehr kreativ. Die könnten jetzt so ein bisschen im künstlerischen Bereich zum Beispiel einen Durchbruch haben oder auch eine Stelle finden, die einfach viel mehr Freude macht, die viel kreativer ist. Ja, und dann auch da die Liebessterne, da finde ich, werden die Fische auch sehr verwöhnt. Also die können eigentlich so richtig relaxen, so ein rundum Verwöhnprogramm. Da schwimmt Mengibach vor allem vorbei. Beim Schütz lese ich kreative Freiräume. Hat er die oder muss er die erkämpfen? Nein, die muss er jetzt eben nicht mehr erkämpfen. Das hat er sich also in den letzten 3 Jahren so ein bisschen relativ erfolglos versucht zu erkämpfen. Und jetzt kann er eigentlich so mit leichtem Gepäck weitergehen. Also der Schütz kann so richtig Ballast abwerfen und dann machen sich dann auch bald neue Perspektiven auf. Beruflich hatten das schon wirklich sehr, sehr erfreuliche Auswirkungen dann auf Endsjahr. Da kommt nämlich dann sogar noch der Glücksplanet vorbei ab November. Also gerade es gibt dann auch so einen krönenden Abschluss dann noch für das Jahr. Aber dann auch für die Liebe, oder? Da braucht der Schütz viel Freiraum. Das hat er jetzt auch. Es ist vielleicht jetzt nicht gerade ein Jahr, wo er sich verbindlich festlegen, aber doch ein bisschen verbindlicher werden. Die Liebessterne sind auf jeden Fall sehr aktiv. Und wer noch Single ist als Schütz, der dürfte wahrscheinlich dann auch fündig werden. Liebe Zwilling, wir haben vieles durchgemacht 2017. Jedes Horoskop, das sie uns gebracht hat, war schlimmer als das letzte. Aber jetzt die Kunst. Zwilling, die Party kann beginnen. Genau. Ich nehme dich beim Wort. Das wäre jetzt der Moment für dich und für alle anderen Zwillinge, um gerade noch mal eine Flasche Champagner aufmachen und auf das neue... Wir wollen nicht überborden, oder? Wir haben das ganze Jahr nur Leitungswasser mit dir getrunken, 2017. Ja, eben. Nein, also überborden. Nein, selbst nicht. Aber ich denke, es darf gefeiert werden, weil wirklich jetzt da auch sehr viele Widrigkeiten wegfallen. Und ja, eben so die Leichtigkeit des Seins kehrt zurück, so wie es am Zwilling am wohlsten ist. Kontaktsterne sind sehr aktiv. Das bringt natürlich beruflich ganz viele neue Möglichkeiten, passende Partner, die sich auch leicht finden. Und im Sommer kann der Zwilling vielleicht sogar noch ein früheres Projekt noch mal auf die Schublade nehmen und es ein bisschen aufbraschen und dann nachher noch mal neu durchstarten. Also da gibt es ganz ungeahnte positive Wendungen und Möglichkeiten. Und natürlich auch in der Liebe läuft es gut. Das hat damit zu tun, dass der Zwilling jetzt auch mehr Zeit hat für die Liebe. Das ist in den letzten Jahren bei all dieser vielen Arbeit und Belastungen, die da rum waren, ein bisschen zu kurz gekommen. Und da kann man jetzt doch einiges nachholen. Danke dir vielmals, liebe Monika. Und jetzt die letzte Chance für tolle Sterne 2018. Ein Sternzeichen fehlt noch. Es ist der Skorpion. Leidenschaftliches Engagement. Ja, Was heisst? Ja, also der Skorpion ist ja eigentlich immer mit sehr viel Leidenschaft unterwegs. Aber jetzt ist ja noch der Glücksplanet im Skorpion bis Mitte November. Und das stimuliert natürlich die Leidenschaft gerade nochmal. Also von daher ist natürlich der Skorpion eigentlich so ein bisschen auf der Gewinnerseite. Wird sicher beruflich ein gutes Jahr haben, könnte auch befördert werden. Ist auch gut, um eine neue Stelle zu suchen, wenn es einem nicht mehr passt. Und dann halt vor allem eben Sexualität. Das typische Thema, das zum Skorpion gehört. Sehr ein intensives, leidenschaftliches, bewegtes Jahr, wo dann im Oktober, November, wenn die Venus im Skorpion auch rückläufig wird, auch noch mal so alte Leidenschaften, die noch mal aufflammen können, frühere Beziehungen. Also es wird dann dort sehr intensiv, aber es wird auch ein bisschen, sehr lebhaft. Also es könnten auch einige
Beziehungsturbulenzen, Eifersüchteleien und so ein Hin und Her kommen. Also wenn man schon in einer Beziehung ist, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn dann nochmal ein Partner oder eine frühere Liebe nochmal auftaucht. Aber wenn man Single ist, dann hat man auf jeden Fall eine gute Auswahl. Ich finde dein Jahreshoroskop da ein bisschen sexualisiert, sehr erotisch. Weil jetzt kommen wir zu den gemischten Sternen, meine Damen und Herren. Und als erstes Stier. Und da hat sie den Titel gewählt, Revierkämpfe und, jetzt kommt's, sexuelle Höhenflüge. Also, es ist ja so, dass eben die Sexualität ein grosses Thema ist. Und da vor allem eben für die beiden Sternzeichen, Skorpion und der Stier, das sind so ein bisschen die beiden Sexzeichen vom Tierkreis, also sehr körperbezogene Zeichen, sehr sinnliche Sternzeichen. Und da läuft es natürlich auch beim Stier ziemlich rund, allerdings eben auch so ein bisschen hin und her, on-off, weiss nicht, was er will, so ein bisschen hin und her, Nähe, Distanz, Eifersüchteleien. Und dann eben im Beruf, der Mars ist relativ stark zu Werk da. Und das heisst, der Stier hat jetzt natürlich nicht so die Ruhe oder den Frieden, die Harmonie, die er gerne hat, sondern eben, es gibt mehr Revierkämpfe, Rivalitäten, muss sich wehren, abgrenzen. Aber unter dem Strich, der Stier ist sehr vital, hat viel Ausdauer und vor allem dann auch die besseren Argumente als andere. Den Loi hast du gestreichelt und verwöhnt im Jahr 2017. Der hat seine Mähne geschüttelt über Monate hinweg. Jetzt gemischte Sterne und der muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Der muss kooperieren. Ja, er muss sich einfach generell ein bisschen zurücknehmen. Also, der Loi hat kein schlechtes Jahr, aber es gibt so ein paar Warnzeichen, die man schauen muss. Also, das eine ist eben so ein bisschen das Überschwängliche, das der Loi gerne hat, oder die hohen Ansprüche. Und 2018 ist wirklich halt so das Thema Bescheidenheit, runterfahren. Und eben, es ist auch kein Jahr für Ego-Trips. Und da muss halt vor allem der Loi ein bisschen schauen, oder? Also sich immer wieder so ein bisschen zurücknehmen. Also ein Gang oder zwei zurückschalten. Abschalten und eben auch kooperieren natürlich mit anderen. Also nicht immer im Mittelpunkt stehen. Und das Gleiche ist dann auch in der Liebesbeziehung, so mehr Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse vom Partner, vielleicht auch mal auf etwas verzichten und ja, einfach so ein bisschen generell Mäßigung. Und dann läuft das für den Loi recht gut. Beim Krebs bin ich nicht so ganz sicher, ist er eher Top oder Flop, weil du setzt den Titel Wechselbad der Gefühle. Ja, also der Krebs ist ja ein sehr emotionales Sternzeichen und da haben wir eben immer noch so ein bisschen ein Auf und Ab und ein Wechselbad der Gefühle. Das kann, wie du sagst, auf beide Seiten gehen und es wird wahrscheinlich auch beides geben. Also Höhenflüge, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich, weil da stehen die Sterne sehr gut. Also das heisst für die Liebe und auch überhaupt, was Freundschaften anbelangt, zwischenmenschliches Unterstützung von anderen Menschen, die da sind in schwierigen Situationen. Also da gibt es nichts zu beklagen. Aber es ist sicher auch ein Jahr, das mit Veränderungen und Ablösungsprozessen zu tun hat. Und Abschied ist ja für den Krebs immer so ein bisschen schwierig. Und das gibt vielleicht dann eben Umstellungen vielleicht im wohnlichen oder auch im beruflichen Bereich. Und das ist nicht ganz so einfach. 4 Sternzeichen fehlen noch. Ich darf Ihnen jetzt schon verraten, nur bei einem ist es ziemlich dramatisch 2018. Sie haben also noch Chancen. Nach dem Krebs ist er wieder dran und du findest, der muss kürzer treten. Ja, der Wieder muss jetzt so ein bisschen die Überholspur einmal weg, ein bisschen zurück vom Gas und vor allem eben auch so Grenzen respektieren. Das ist ja auch nicht gerade eine Stärke vom Wieder, weil sonst werden dem Grenzen entweder von außen gesetzt oder vom Körper, dass er dann einfach nicht mehr so mag. Also es ist im Beruf so ein bisschen das Thema, sich zurücknehmen, vielleicht ein bisschen reduzieren das Pensum oder auch besser können delegieren. Im partnerschaftlichen Bereich auch eher mal so ein bisschen sich zurücknehmen, vielleicht auch mal Schwächen zeigen, nicht immer der dominante Part sein, mehr so aufs Gemeinsame setzen und vor allem eben auch nicht zu viel arbeiten, dann hat die Liebe auch ein bisschen mehr Raum. Es ist das Jahr vom Steinbock und jetzt sind wir beim Steinbock und da müssen Grundsatzentscheidungen gefällt werden. Wow.
Ja, beim Steinbock ist es auch so, dass er sicher nicht ein einfaches Jahr vor sich hat, weil es doch wichtige Standortbestimmungen gibt, Weichenstellungen, auch Lebensveränderungen, die doch recht einschneidend sein können. Der Steinbock ist aber einer, der das relativ gut handeln kann, weil eben der Saturn, der kehrt jetzt in den Steinbock zurück, das ist sein Heimatzeichen, und Steinböcke sind hart im Nähen und vor allem erkennen sie in der Regel eben auch, was nötig ist, was gemacht werden muss, und das ziehen sie dann relativ emotionslos auch durch, auch wenn es schwer fällt. Also die können sich recht disziplinieren. Und auch da haben wir eigentlich dann hilfreich sehr gute zwischenmenschliche Konstellationen, dass also Freunde, liebe Menschen eigentlich immer hilfsbereit zur Stelle stehen. Ein Sonnenplätzchen haben wir noch, Himmel oder Hölle, zweimal W fehlen noch. Das ist die Frage, Waage oder Wassermann? Waage, ihr habt Glück, ihr seid noch oben. Aber trotzdem sagst du, Druck abbauen. Machst du das jetzt extrem spannend? Ja, da bricht der alte Sportreporter durch. Ja, also die Waage, auch so ein bisschen im Spannungsfeld von verschiedenen Konstellationen, wo ich auch denke, geht es so ein bisschen darum, abzubauen, zu schauen, was braucht man nicht mehr, was passt alles nicht mehr, sowohl beruflich wie auch privat. Und das heisst auch, eben lernen, sich abgrenzen, Nein sagen. Man kann nicht immer das allen recht machen. Also gewisse Leute muss man dann vielleicht einmal vor den Kopf stoßen mit Entscheidungen. Das macht Waage nicht so gern. Auf der anderen Seite tun sich da auch immer wieder neue Perspektiven auf und vor allem auch die Flirtsterne, die stehen sehr gut. Also wer noch Single ist als Waage, der hat also gerade in der zweiten Jahreshälfte und auch im Sommerferien dort recht gute Chancen. Es fehlt der Wassermann, es tut mir furchtbar leid und Frau Kissling meint, sie reimt. Übermut tut selten gut. Also, ich muss es ein bisschen relativieren. Also, so ein schlechtes Jahr haben die Wassermann nicht, aber es wird ein anstrengendes Jahr. Und sie müssen einfach gewisse Sachen beachten, und das ist vor allem so das Exzessive und die Übermut, eben Risikolust, wo man muss im Zaum halten muss, weil einfach so ein bisschen Gefahr besteht bei den Wassermannen, dass sie über die Stränge schlagen. Das kann dann finanziell ein bisschen ins Off führen, oder es kann eben auch im Beruf vielleicht zu Kompetenzüberschreitungen kommen. Also der Teamgeist ist nicht immer so im grünen Bereich das Jahr. Es kann auch mehr Rivalitäten geben. Es kann auch sein, dass sich die Wassermannen immer wieder so ein bisschen wehren und behaupten, sich Sachen müssen erkämpfen. Und das gilt dann auch halt für den Liebesbereich. Also auch dort läuft es vor allem in der zweiten Jahreshälfte doch recht intensiv hin und her. Und eben auch Entscheidungsschwierigkeiten ist das Thema, das sich durchzieht, dass der Wassermann eigentlich immer so ein bisschen von einem zum anderen springt und nie so richtig ankommt. Das wären sie, die 12 Horoskope für alle Sternzeichen für das Jahr 2018. Jetzt zu der Prognose für Top-Ereignisse in dem neuen Jahr. Seit Wochen, meine Damen und Herren, tobt ein heftigen und ein hochkontroverser Abstimmungskampf. Dabei fällt die Entscheidung erst am 4. März. No Billag. Abschaffung der Zwangsgebühren für Radio und Fernsehen. Nerven flattern bei der SRG und auch bei privaten konzessionierten Veranstaltern. So, jetzt wollen wir es wissen. Wie stehen Sterne für die Initiative, Monika? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, als ich das Horoskop von der SRG angeschaut habe, da bin ich also recht verschrocken, weil da ist richtig Feuer im Dach. Also das ist brandgefährlich, die Abstimmung, und ich denke, man darf sich keinesfalls da in Sicherheit wähnen, dass das abgelehnt wird, weil gerade jetzt im Gründungshoroskop von der SRG sieht man wirklich, es muss ein grundlegender Transformationsprozess gemacht werden. Es bricht eigentlich die ganze Finanzierung weg, die staatliche Finanzierung, das sieht man wirklich. Und das kann man nicht mit ein bisschen Kosmetik machen. Also da ist wirklich eine Fundamentalopposition, die sich formiert. Und es ist halt einfach ein bisschen die Frage, langt das noch, um das richtig zu kommunizieren, auch, was es überhaupt bedeutet mit dieser Abstimmung. Weil wenn man nämlich dann die Sterne vom Abstimmungstag anschaut, dann erinnert das so ein bisschen an die Masseneinwanderung
Volksinitiative an die Abstimmung. Wir haben dort Konstellationen von Unsicherheit, von Unklarheit und vor allem der Neptun und der Fisch ist sehr, sehr stark. Und das heisst, es sind Konstellationen von Täuschung, von Naivität, vielleicht auch von Beschönigungen, von irrationalen Geschichten, die dort hineinspielen. Und das heisst einfach, es ist möglicherweise so, dass die Leute gar nicht recht wissen, über was sie abstimmen oder was Konsequenzen sind. Und wenn man das nicht schafft, das wirklich noch klar zu kommunizieren bis dann finde ich, wird es wirklich kritisch. Ui, das tönt also ziemlich zugespitzt. Eine weitere Frage von diesem Jahr. Unser Bundesrat steht vor grossen Veränderungen. Doris Leuthard hat ihren Rücktritt schon angekündigt, allerdings das genaue Datum noch verschwiegen. Johann Schneider-Ammann, Ueli Maurer könnten altersmässig auch ihre Demission einreichen. Aber Monika, wer geht denn wirklich 2018? Also ich würde meinen, Doris Leuthard geht. Da gibt es im Sommer ganz klare Zeichen. Und das kann man interpretieren. Entweder sie kommuniziert im Sommer, dass sie auf Ende 18 geht, oder sie geht schon auf den Sommer. Eher Variante 1, würde ich jetzt mal meinen. Natürlich könnte sie bis im 19. machen, wird sie aber aus astrologischer Sicht nicht, ist unwahrscheinlich. Und sie ist aber auch nicht amtsmüde, das, im Gegenteil, also sie wird sehr leidenschaftlich, sehr kämpferisch auftreten jetzt das Jahr. Johann Schneider-Ammann, Ueli Maurer? Ja, beim Johann Schneider-Ammann habe ich ja schon im letzten Sommer eigentlich gedacht, er könnte den Rücktritt bekannt geben. Er ist noch da. Ich würde aber meinen, der Druck haltet an. Und ich sehe immer noch, dass er seinen Rücktritt könnte bekannt geben im Frühling. Und Ueli Maurer bleibt? Würde ich meinen, er bleibt. Ich glaube, wenn der Johann Schneider-Ammann die Sendung sieht, aus Trotz wieder nicht zurücktreten. Du musst mal sagen, er tritt nicht zurück. Meine Damen und Herren, jetzt zum Donald Trump. Seit fast genau einem Jahr im Amt. Er pfeift wie ein Wirbelsturm durch die Politik, hat 2018 alles auf den Kopf gestellt und viele auch vor den Kopf gestoßen. Ja, bewegt er sich 2018 in ruhigeren Bahnen, der Herr Trump? Ja, ruhig. Also gut, er ist einfach natürlich im Gegenwind vom Saturn. Das ist ja schon das letzte Jahr gewesen. Also das heisst, er scheitert halt auch so ein bisschen an den Realitäten. Ansonsten denke ich, es geht im ähnlichen Stil weiter. Der Saturn ist jetzt das nächste Jahr, das finde ich noch interessant, vor allem auf seinem Kommunikationsplanet aktiv. Und das heisst, er kann sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel erlauben. Also wenn er da irgendwie lügt, dann wird das relativ schnell aufgedeckt. Und auch das Thema da mit den Fake News, das zieht jetzt langsam wahrscheinlich auch nicht mehr. Also ich denke, man nimmt ihn da schon mehr beim Wort. Es gibt auch mehr Ernüchterung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er mit seinem bisher grössten Erfolg, also mit dieser Steuerreform, nicht so gut fährt, dass es im Gegenteil sogar kann dann im November ein Problem geben bei den Kongresswahlen, weil man längerfristig nämlich sieht, auch, dass jetzt gerade Finanzentscheid, den er trifft, dass er da keine glückliche Hand hat und dass es auf Ende Amtszeiten wirklich schwierig wird. Sein Kommunikationsplanet heißt ja Twitter. Fans von der Royals haben ein Datum dick im Kalender schon notiert, 19. Mai 2018. Dann sind die wilden Zeiten für den Prinz Harry vorbei. Er gibt das Ja-Wort seiner Meghan. Wird's eine glückliche Ehe? Geht alles reibungslos über die Bühne? Ja. Der Harry ist ja eine Jungfrau und eben. Die sind ja eigentlich begünstigt. Also der Harry ist eigentlich vom Horoskop her gar nicht so ein Wilder. Eben weil er eine Jungfrau ist, er ist eigentlich erstaunlich normal und auch bescheiden und wirklich auch zuverlässig, harmonieliebend. Und er ergänzt sich sehr gut mit der Meghan. Meghan ist eine Löwin, die steht gerne im Rampenlicht. Sie ist ja eine Schauspielerin und ist natürlich jetzt vielleicht auch jemand, der den eher kühlen Steinbock geht, so ein bisschen die Show kann stellen. Also ist doch jemand, der sehr die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und die Hochzeit selber, denke ich, die wird sehr, sehr das britische Volk bewegen. Also das wird sehr ans Herz gehen. Wir haben dort den Mond im emotionalen Krebs. Also es wird sehr ein grosser Tag werden. Grossartig. Und die passen da zusammen? Die passen sehr gut zusammen. Es hat auch Spannungsbögen, das braucht es aber, sonst wird die Beziehung langweilig. Und ich will sagen, vielleicht gerade
gerade so die ersten 1-2 Jahre, das sind möglicherweise gerade so ein bisschen die schwierigsten, weil für Meghan ist das natürlich eine angespanntere Situation als für den Harry. Also für sie ist das so eine grosse Umstellung und ich denke, das kann schon in den ersten 1-2 Jahren noch ein bisschen schwierig sein. Meine Damen und Herren, unsere Sonderkorrespondentin am 19. Mai, dann in London, unsere Hofberichterstatterin Monica Kissling. Wir kommen zu unserem Wettbewerb. Das Gewinnen gibt es 3 Bücher. Madame Mal, wie werde ich glücklich? Hast du schon 5-mal gelesen. Perfekt. Und wir fragen Sie heute, in welchem Sternzeichen ist der Prinz Harry geboren? Wir haben es mehrmals erwähnt. Ist er 1 ein Wassermann, 2 ein Leu oder ist er Jungfrau? Das wäre dann Zahl Nummer 3. Läuten Sie an auf der Telefonnummer mit Ihrer Lösung 0901 58 1808. Schicken Sie ein SMS mit dem Wort Talk und der Lösungszahl Nummer 9988. Oder, das haben wir besonders gern, eine Postkarte an TeleZüri, AstroTalk, Postfach 8099 in Zürich. Liebe Monika, schon vorbei. Alles gesagt für 2018. Ja. Ich wünsche dir Gesundheit, Glück, alles Gute. Wir sehen uns wieder am 28. März. Dann Prognose für den Frühling. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wir beide stoßen an jetzt auf Sie, wünschen Ihnen ein glückliches und ein gesundes 2018 und danke für Ihr Interesse. All the best! Zum Wohl. Das Tagtäglich ist präsentiert worden von Guido Coiffeur. Neu und exklusiv mit Louis Philippe Private Haircare inspired by nature. Ein grossartiges Tagtäglich erwartet Sie am Bechtelistag am Dienstag. Der Jahrhundertbilderfälscher der Wolfgang Beltracchi und seine Ehefrau und Komplizin Helene sind meine Gäste. Er hat am Laufband Meisterwerk gefälscht, darunter Picasso, und die ganze Kunstszene hinters Licht geführt. Jetzt zur News, das ist die Vorschau auf unsere Sendung.